liebe Zuschauerinnen, Zuhörer. Letztes Mal sind wir ein bisschen abgeglitten ins Zeitmanagement, weil das war einfach gerade spontan. Spontan war das ein Thema, das uns beide sicher, nicht nur uns beide, sondern ganz viele da draußen beschäftigt. Und das war dann noch im Kontext von ein paar, ich sag's mal, aktuellen Ereignissen. Aber das gibt's immer wieder. Die Zeit rennt uns davon. Wir müssen schauen, dass wir mit der Zeit umgehen können. Zeit ist, by the way, das teuerste Gut, das man jemandem schenken kann. Das habe ich schon vor Jahren mitbekommen. Wenn du etwas hast, das ein Geschenk ist eigentlich, und das haben wir mit unseren besten Freunden übrigens seit Jahren. Wir schenken uns immer ein Wochenende pro Jahr, an dem wir wirklich zu viert, zwei Ehepaare, Zeit miteinander verbringen. Und ich finde, das ist eine super Geschichte. Du musst gar nicht planen. Also man plant vielleicht, wo man hingeht, klar, weil man, wenn man irgendwo ein Wochenende verbringt, ein Hotel buchen muss etc. Aber sonst eigentlich nicht große Pläne, dass da den ganzen Tag Action ist, sondern relativ spontan. Und nochmal gesagt, das Wichtigste, was man jemandem schenken kann, ist Zeit zuzuhören, Zeit miteinander zu verbringen. Und gerade jetzt auch, haben wir doch geredet über die stille Zeit, in der man auch ein bisschen mehr miteinander reden sollte und miteinander, ja, jetzt kommen ja auch die ganzen guten Vorsätze für das neue Jahr und so weiter und so fort. Aber gehen wir wieder mal zurück zu unserem Thema Management. Und wir haben ja da wir sind schon ein paar Stufen weitergekommen in die Umsetzungsphase. Wie geht es jetzt da los in der Praxis? Und vielleicht, Dominik, gebe ich am einfachsten das Wort mal dir, dass wir den Faden da weiterspinnen. Sehr gerne. So, wir hatten mal ganz am Anfang, wir hatten das Thema, was ein Unternehmer von einem Selbstständigen unterscheidet, und das ist die Vision. Die Vision, und das heißt, was ist Vision? Das heißt Zukunft planen, Zukunft kreieren, Zukunft, ja, erstellen im Sinne, dass ich eine Idee habe. Alles, was jemals entstanden ist auf dieser Welt, ist von einer Idee ausgegangen. Ich stehe immer wieder zum Beispiel in Straßburg vor dem großen Dom oder in Köln oder so, und wenn ich solche Gebäude sehe, ich bin da, es gibt's doch gar nicht, dass die Menschen in der Lage waren, so was zu bauen, oder auch in Ägypten die Pyramiden. Das heißt, eine Person, ein Typ musste die Idee haben. Und daraus ist es das geworden. Ja? Das ist so mächtig ist jede Idee der Welt. Das Haus, wo du wohnst, das hat auch jemand geplant. Ach so, das ist, und jede Praxis, die entstanden ist, ist entstanden, weil der Praxisinhaber die Idee gehabt hat, ich will eine Praxis haben und die soll so und so werden. Ja. Aber da kann ich dir mal ganz kurz aus meinem Leben etwas erzählen. Mein Plan war eigentlich ganz ein anderer. Ich war nach dem Staatsexamen, habe ich bei meinem Zahnarzt, bei dem ich als Kind auch Patient war, Hm. angefangen zu arbeiten, und relativ schnell haben wir gesagt, hey, wir machen zusammen etwas. Ich steige bei dir ein und wir machen dann ein großes Ding, weil wir sind beide in dieser Ortschaft verwurzelt. Wir kennen einen Haufen Leute zusammen. Das wäre doch super cool. Und wenn du da mal aufhörst, übernehme ich deinen Laden. Da haben wir da angefangen zu planen, haben gemerkt, die Location, die aktuelle, war ein bisschen zu klein für so eine Vergrößerung. Also habe ich mich umgeschaut und habe gesagt, du, Wolfgang, ich habe da wirklich ein cooles Projekt, das wird jetzt gebaut, das ist im nächsten Jahr fertig. Ich habe da schon ein paar Räume vorreserviert, dass wir da zusammen loslegen können. Und dann plötzlich kam er und sagte, du, eigentlich will ich nicht. Also wir hatten ja keine Verträge gemacht, und ich natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn hatte da schon Vorverträge unterzeichnet, dass ich diese 280 Quadratmeter da mieten möchte, und habe dann irgendwie kurz überlegt, habe meine Frau gefragt und habe gesagt, weißt du was, komm, ich mache alleine. Ich fange einfach mal an. Also, und Ja. damals funktionierte der jugendliche Leichtsinn noch. Ich denke aber, dass man heute den jüngeren Kolleginnen und Kollegen so ein Vorgehen nicht unbedingt ans Herz legen sollte, weil das mit einem relativ großen Risiko verbunden ist, wenn man heute so spontan eine Praxis eröffnet, bei der man weiß, das ist jetzt bist du die nächsten 20, 30 Jahre da. Also Ja. also das ist vielleicht als Einstieg eine Geschichte, wie man so etwas planen sollte oder vielleicht nicht sollte. Manchmal funktioniert's nicht, aber heute denke ich, dass
Ratschläge von Menschen wie dir den jüngeren Kolleginnen und Kollegen sicher extrem weiterhelfen können, weil in dem Kontext kommt noch etwas. Als ich meine Praxis eingerichtet habe, habe ich auch den jungen Dentalhändlern vertraut. Wir hatten einen Max Fuchs, der war immer mit uns Fußball spielen und der war so Best Buddy von allen, aber der hatte natürlich schon einen Hintergedanken. Ich bin Best Buddy, weil irgendwann macht der Vigus mal eine Praxis auf und dann denkt er an mich und ich werde ihm helfen, die Praxis einzurichten. Okay, Item, was ist passiert? Ich habe rückblickend 130.000 Schweizer Franken an Material und Einrichtungsgegenständen gekauft, die ich nicht einmal angefasst habe. Also so viel zum Thema Strategie, Planung etc., Blauäugigkeit. Und das sind alles Dinge, die ich vielen jungen Kolleginnen und Kollegen auch sage, passt auf, macht diese Fehler nicht auch, weil die sind sehr teuer. Die sind sehr Ja. teuer, weil du musst dann Dinge abarbeiten, für die du eigentlich nichts kannst, wenn du professionellen Rat geholt hättest. Ja, oh mein Gott, das gibt schon so viel, was du gesagt hast, worüber ich noch kommentieren würde. Erstmal Hut ab für deine Frau, die ist wie die Visionärin. Das ist perfekte Voraussetzung für eine geniale Unternehmerin und Führungskraft. Das ist schön, dass sie einfach mal sagt, ja, mach's, weil das ist oft der erste Impuls, was du machst. Und ich meine, es gibt eine Person, man mag ihn und man mag ihn nicht, aber es ist im Moment eindeutig, dass er der erfolgreichste Mensch jemals auf Erde ist. Das ist Elon Musk. Und für mich ist es immer eine Bereicherung zu schauen, was er macht und wie er das macht. Und der verkörpert Unternehmertum. Und das möchte ich gerne mal, dass unsere Freunde, Zahnärzte, Zahnärztinnen auch ihn sehr genau anschauen, was er macht. Weil das ist einfach, wie man es richtig macht. Und manchmal klingt es verrückt, was er macht. Und jeder denkt, ey, das kannst du nicht machen und nicht so. Und dann macht er es und am Ende hat er recht. Bei allem, was er macht. Und was er macht, ist, er sagt, okay, ich leg los und ich setze meine Vision um, ein bisschen so wie deine Frau sagte, komm, mach's. Ja, und er überlegt nicht zu viel in dem Moment. Manchmal blauäugig, manchmal blöd. Wie er Twitter gekauft hat, jeder weiß, das war vielleicht fünfmal zu viel bezahlt, als das, was es wert ist. Und dann kommt er am ersten Tag in die Firma rein mit einem Sink, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Ja, mit Waschbecken. einer Toilettenschüssel. Mit dem Waschbecken, ja. Ja. Und nach dem Motto, jetzt wird sauber gewaschen, ja. Jetzt machen wir Cleanup, ne? Da sagt er, let that sink in. So, und dann sagt er ja 80% der Belegschaft raus. Und guck, und jeder hat gedacht, das kann er nicht machen, das ist verrückt. Und er hat es einfach durchgezogen. Interessanterweise, Twitter, damals hieß es noch Twitter, hat genauso gut funktioniert wie mit den 80% der Leute, ohne sie. Ja, und alles, was er gemacht hat, macht er. Das heißt, er macht den Schritt, jeder denkt, er ist verrückt und er zieht es durch und danach optimiert er noch ein bisschen. Das heißt, dann hat er noch ein paar Leuten, die er entlassen hatte, später wieder einen Vertrag angeboten. Und er macht die ganze Zeit so. Das heißt, der nächste Schritt, gucken, ist es richtig, ist es falsch, kann man optimieren. Ein bisschen optimieren, manchmal ist es viel mehr optimieren. Bei der Serie 3 ist er einfach eingezogen, ist ein Werk und hat rund um die Uhr nur noch an die Modelle gearbeitet, damit die Fehler endlich mal behoben werden. Persönlich, was ich auch gehört habe, was er gemacht hat, als er Twitter gekauft hat, ist, ähm, der hat gesagt, okay, ich will die Leute kennenlernen. Und er hat Tage organisiert, wo er 5 minutenweise eine Person die Chance gegeben hat, mit ihm zu reden, ihm zu sagen, was sie tut, wofür ist es wichtig und wie sich das eingliedert im gesamten Konstrukt von der Firma. Und er hat über 200 Menschen pro Tag interviewt. Und das hat er 5 Tage lang gemacht. Was denkst du, wie schnell er einen kompletten Überblick hatte über alles? Und das ist auch ziemlich verrückt. 18 Stunden lang war das jeden Tag. Ja. Äh, Aber das ist ein gutes Beispiel auch, dass ich den Eindruck habe, dass in vielen Praxen die Chefs oder die Chefinnen nicht wirklich einen Durchblick haben. Also das geht ja nicht darum, kenne ich meine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Das geht nicht, das geht weit über das hinaus. Also ich behaupte, außer es ist wirklich eine riesige Praxis. Aber in einer normalen Praxis sollte der Chef oder die Chefin einen Überblick haben, was haben wir, was sind die Abläufe,
Wie Genau. funktioniert etwas? Ich sage immer, im schlimmsten Fall sollte der Chef auch den Steri bedienen können, weil du weißt ja nie, was passiert. Ja. Also ganz einfach ausgedrückt. Oder wie siehst du das? Ja, 100% so. Und du hast recht. Und das ist natürlich, viele sagen, boah, wie soll ich das alles wissen und können? Und das interessiert mich nicht. Und ich will es doch gar nicht wissen. Ja, manchmal ist es gesund auch, dass man eine Ich will nicht wissen Einstellung hat, bei gewissen Dingen, die wirklich nebensächlich sind. Aber ganz grundsätzlich, der beste Chef ist immer derjenige, der alles beherrscht. Weil er kann selbst beurteilen, ob das, was gemacht wird, richtig ist oder falsch. Ja, und das ist natürlich schwer in jedem Bereich. Es ist schwer, sowohl ein Top-Behandler sein, wie auch ein Top-Stratege, ein Top-Finanzmann, ein Top-Marketingmann, ein Top-Rechtler. Irgendwann ist es schon schwer, ja. Ja, Aber aber ganz, gut, aber dann kommen ja Leute wie du ins ja, Spiel. Also da muss man sich ja einen Coach holen. Das ist dasselbe wie, wenn ich einen ja, Sport erlernen will. Dann kann genau. ich sagen, okay, ich schaue mir ein paar Videos an, ich lerne selber. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, wenn ich wirklich weiterkommen will, dann brauche ich professionelle Unterstützung. Und das gilt auch in der Zahnmedizin. Das heißt, du musst einen Kurs nehmen oder du musst dir Personen suchen, die dich unterstützen, die dich coachen, um dich weiterzubringen, weil sonst verlierst du meiner Meinung nach unnötig viel Zeit. Ja. Ja, du machst so unheimlich viel Trial and Error. Du kannst selbst zum richtigen Punkt kommen, aber das wird einfach viel Arbeit und Schweiß gewesen sein, was du dir hättest sparen können. Ja, das geht um Geschwindigkeit im Grunde genommen. Alles ist Geschwindigkeit in dieser Welt und immer mehr. Jeden Tag mehr, wenn man sieht, wie schnell die AI sich entwickelt und solche Sachen. Aber ganz grundlegend, es bringt mich zu einem Naturgesetz, was ganz, ganz, ganz wichtig ist im Bereich von Führung. Und das ist Look, don't listen. Das heißt, natürlich ist es wichtig, immer zuzuhören und auch ein offenes Ohr für alle zu haben. Aber wenn es darum geht, zu managen und zu führen, dann musst du hinschauen. Du musst dir selbst von den Dingen überzeugen. Du musst dir selbst ein Bild machen, von wo du bist, wo du stehst, was wird gemacht, was wird nicht gemacht. Nicht einfach nur hören, ja, ja, ich habe das gemacht, okay, zeig's mir. Ja, oder ich habe das besprochen mit bla bla, okay, was ist das Ergebnis? Zeig's mir. Sie sagt, die kann das, okay, dann zeig's mir, zeig mir, wie du es machst. Was auch immer. Das heißt, du musst look, don't listen. Das ist eine der wichtigsten, wie sagt man das, Sprüche im Bereich von Management. Ja, lass dir nicht Dinge erzählen, schau selbst hin. Und deshalb ist das nächste Thema, was genau dazu passt, das ist, kenne deine Zahlen. Ja, know your figures, know your facts. Und das ist auch das A und O. Und ich rede mit so vielen Zahnärzten, die gar keine Ahnung haben von ihren Zahlen. Vor 2 Tagen mit einer Person gesprochen, die sagt, ja, ich war bei dem Profi-Redner und Coach und bei dem und ich habe die Ausbildung gemacht und ich habe dieses Steuerprogramm gemacht, von dem der super bekannt ist und alles. Und dann sage ich, okay, was ist die Höhe deiner Abschreibung? Da sagt sie, ich weiß nicht. Da sagst du, okay, wie viel tilgst du im Monat oder im Jahr? Ich weiß nicht. Da sagst du, so, dann merkst du, okay, wofür lernt sie so viel, wenn sie es am Ende nicht weiß? Ja, und das heißt, die ist am Thema vorbeigegangen. Und das ist auch wirklich so eine Sache. Fortbildung an sich bringt nichts, wenn ich nicht das umsetzen kann, was ich gelernt habe. Ja, es geht immer um die Umsetzung am Ende. Und du musst deine grundlegenden Zahlen kennen. Eine Zahl, die viel zu wenig bekannt ist und interessanterweise, das ist mit die wichtigste Zahl, mit den Investoren MVZ arbeiten, das ist der Honorarstundensatz. Also du musst einfach wissen, wie viel machst du in der Stunde. So, und wie viel musst Das war eine Diskussion, die habe ich jetzt ein paar Mal auch bei dir und in anderen, auf anderen Plattformen gesehen, so nach dem Motto, dass gerade in Deutschland jetzt quasi die Kosten pro Stunde für eine Praxis gestiegen sind. Also das ist ja wahnsinnig. Es ist ja im Moment meiner Meinung nach fast höher als in der Schweiz, was ja, eine Praxis pro Stunde kostet. Und wenn man von dem ausgeht, was man als Zahnarzt dann auch erreichen muss, dass er überhaupt irgendwo mal schwarze Zahlen schreiben kann. Vielleicht kannst du da mal etwas kurz ja, dazu aber sagen. es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil es ist genau umgekehrt mein Punkt. Nämlich, es geht nicht um Kosten pro Stunde. Kosten pro Stunde ist eine viel zu geringe Sicht über die Sache. Dass du weißt, wie viel du mindestens machen musst, damit deine Kosten gedeckt werden, ist ja klar, ist ja wichtig. Jeder muss es wissen. Aber das ist nur Schritt eins und sehr weit unten. Was viel wichtiger ist, was muss ich alles für einen Umsatz machen, damit ich alle meine Ziele erreiche im Leben? Und zwar nicht nur für die Praxis, sondern auch für mich persönlich und privat.
inklusive meine langfristige Altersvorsorge, inklusive sicherstellen, dass ich meine Kinder zur Schule schicken kann. Und Gott weiß, wenn sie zum Beispiel in Harvard eine Dentistry studieren wollen, dann wird es nicht billig. Und solche Dinge, ja. So, das Ja heißt, gut, aber ich würde sie nicht nach Amerika schicken, weil das ist wirklich was auch unanständig immer. teuer. Ich denke, Unanständig teuer. ich denke, Deutschland macht es auch ganz gut, ne? Aber Ja. der Punkt ist, es kostet viel Geld und du musst es einfach planen. Und ich habe deshalb ein Wort, naja, es ist nicht, aber ich habe es erfunden, beziehungsweise in Englisch, I coined this term, dieses Wunsch-Honorarstundensatz. Und zwar nicht soll, weil soll hat ein Motto, ja, was musst du machen oder weißt du, aber das ist ein Wunsch und absichtlich nenne ich es Wunsch-Honorarstundensatz, weil ich sage, was ist es, was du wirklich, wirklich, wirklich machen müsstest, damit du all deine Wünsche erreichst und erzielst? Ja, und das beinhaltet natürlich, dass es der Praxis gut geht, aber wir wissen ja, dass Zahnarztpraxen ein sehr investitionslästiges Geschäft sind, wo es nicht darum geht, wie viel du auf dem Papier verdient hast, sondern nach Steuern, nach Tilgung, nach Bezahlung von Krankenversicherung und Rentenversicherung. Das heißt, verglichen mit einem Angestelltengehalt, wie viel hast du wirklich zur Verfügung? Ja? Und das müsste ausreichen, um all deine privaten Zwecke, Ziele zu erzielen. Ja? Und, und es wird, ja, die meisten wissen nicht mal, was sie für die Praxis machen sollten, aber die wissen auf gar keinen Fall, was sie insgesamt als Umsatz erwirtschaften müssten, damit es privat auf der zweiten Seite der BWA, dann ganz unten in Deutschland, steht, das ausreicht, was da ist. Ja, Das ist auch ein guter Punkt, dass viele, und ich sage es mal ganz provokativ, viele Zahnärztinnen und Zahnärzte über ihre Verhältnisse leben. ja. Aber sie wissen es nicht mal, weil das ist, ich muss auch sagen, die deutsche BWA, die betriebswirtschaftliche Analyse, ist ein Werkzeug, was sehr helfen kann, wenn man es versteht. Aber sehr oft ist es so, dann im Motto BMW, GmbH, BWA, das heißt Bäcker, Metzger, Wirt. Ja? Und das heißt, du kriegst ein Autohaus BWA, das nichts mit deinem Geschäft als Zahnarzt zu tun hat. Da sind die Fremdlaborkosten in den Gesamteinnahmen drin und danach sind sie in den Ausgaben drin. Und dann alle Vergleiche, zum Beispiel Personalkosten oder so, wird immer vergleichen auf 100% deiner Einnahmen, inklusive Fremdlabor, was ja völlig bescheuert ist, zum Beispiel, ja. Und es gibt so viele andere Sachen dabei, wo du einfach nichts damit anfangen kannst. Oder zum Beispiel Verbrauchsmaterial wird mit Fremdlabor zusammen in einem Topf geworfen. Das gibt es doch gar nicht. Das sind völlig getrennte Also Dinge. das ist ein spannendes Thema, Material und so weiter. Da habe ich dir am Anfang ja gesagt, dass wir uns nächstes Mal dann noch eine Verstärkung dazu holen, den Christian Pillich, Ja. der in dem Bereich ziemlich fit ist. Und das ist etwas, was wir schon früh in der Praxis und da auch wieder meine Frau, die ein bisschen buchhalterische Fähigkeiten hat, mir Mhm. gesagt hat, schau mal, was kannst du in deiner Praxis optimieren? Und ein wichtiger Punkt ist sicher das Material. Ganz viele Praxen, gut, das hat sich jetzt etwas verbessert mit den Mhm. Qualitätssicherungsauflagen, wo man ein Inventar haben muss. Aber Ja. früher war es doch oft so, dass in den Praxen Material in den Schränken vor sich hingemottet ist. Wenn man es dann gebraucht hat, war es abgelaufen. Also man hat da wirklich Geld zum Fenster rausgeworfen ohne Ende. Vielleicht auch in den guten goldenen Zeiten war das so, aber heute die Optimierung der ganzen Materialgeschichte. Aber das ist ein Thema, mit dem, Ja. da kann uns Ja. Christian sicher ein Aber paar gute Tipps und Tricks geben. Aber kommen wir wieder zurück auf auf die Finanzen. genau, also das heißt zum Beispiel auch noch was, also was du zum Thema Steuern in einer BWA siehst, ist, wie viel Zahlungen du dieses Jahr geleistet hast, also wie viel Vorauszahlung, wie viel Nachzahlung, wie viel Rückzahlung, das siehst du alles. Aber interessanterweise auf einer BWA steht nicht, was müsstest du für dieses Jahr als Rücklagen beiseite tun für die Steuer, die dieses Jahr entstehen. So, das musst du selbst extra berechnen, dein Steuerberater muss es extra berechnen, weil es nicht auf der BWA steht. Ich finde dafür, eine P&L, eine amerikanische Profit and Loss Analyse, ist viel, viel, viel klarer als eine deutsche BWA. Sie ist viel besser. Aber Da habe ich jetzt gerade noch eine ganz kurze Frage zum Thema. Wie sieht es mit Rechtsformen von Praxen aus? Das wäre vielleicht auch ein Thema, das wir da mal separat diskutieren können. In der Schweiz, in der Schweiz kommt das langsam immer mehr, dass immer mehr Praxen Aktiengesellschaften sind.
Ja. Das heißt, du bist dann als Zahnarzt angestellt in deiner eigenen Aktiengesellschaft, was jetzt im Schweizer Kontext hat eine Aktiengesellschaft extrem viele Vorteile gegenüber einer Einzelfirma. Wie sieht das in Deutschland eigentlich aus? Ja, im Grunde in Deutschland wird es meistens mit einem GmbH gemacht. Man kann auch Aktiengesellschaften machen. Ist praktisch, wenn man mehrere Anteilseigner hat. Aber ganz grundsätzlich, das macht auch die GmbH. Ja. Und der Punkt ist aber, GmbH hat Vorteile, aber ein Nachteil ist, dass das musst du komplett das Private vom Geschäftlichen trennen. Du kannst dir nicht einfach so irgendwas überweisen oder du kannst nicht einfach so eine ungeplante Ausgabe machen, die private Natur ist, sondern dann musst du dir extra was schreiben, dass du dir eine Ausschüttung gemacht hast und so weiter. Und es ist also, das heißt, du hast ein Gehalt, genauso wie bei euch in der Schweiz als AG. Du bekommst ein Gehalt von deiner GmbH und erst ja, ein paar Mal im Jahr oder am Ende des Jahres meistens, dann machst du dir noch eine extra Ausschüttung. Ähm, aber das Ding ist relativ starr dann. Also bietet nicht viele Flexibilität. Dafür ist wirklich die Einzelfirma-Lösung, also als Selbstständige, bietet extrem viel Flexibilität. Man darf es aber nicht auch überstrapazieren, weil wenn du wirklich zu viel Privates machst, dann ist es doof. Allerdings, gerade im Sinne von Buchen, damit du eine ordentliche BWA hast, wo du siehst auch, wie wird das Geld, was du machst, verwendet und was bleibt wirklich übrig am Ende, ist es sehr praktisch, dass man Privat und Geschäft ein bisschen mischen kann, weil gewisse Buchungen, die privat sind, gehören auf das professionelle Konto, damit der Buchhalter das in Betracht ziehen kann und sagen kann, wirklich, okay, was ist tatsächlich deine Privatentnahmen und was hast du tatsächlich zur Verfügung am Ende des Jahres? Ja. Ja, Also gut, aber das ist dann fast schon ein ganz anderes großes ja, Kapitel, genau. die Daher, ich denke, oft ist es so, dass die Einzelfirma-Form doch sehr praktisch ist. Und wenn man nicht extra was Spezielles vorhat oder ein MVZ oder so, wo da dann eine GmbH sich bietet, ist schon einfach und Ja, praktisch. weil bei uns in der Schweiz ist das eben so, dass wenn du eine Einzelfirma hast, dann bist du, ich sag's mal, viel angreifbarer Ja, von der Finanzbehörde, weil die sagen dir dann einfach, schau mal, da zeig mir deine Buchhaltung, das und das und das akzeptieren wir nicht, das akzeptieren wir nicht. Hingegen bei GmbHs und Aktiengesellschaften sind die Richtlinien, wie was für gewisse Transaktionen etc. bewertet und behandelt werden, ganz klar strukturiert und klar definiert. Und wir hatten x Steuerrevisionen in den Anfängen, initiiert durch eine falsche Buchung des Buchhalters. Dann haben sie gesagt, ha, den haben wir jetzt erwischt. Und dann wurde ich da wirklich regelmäßig, fast jedes Jahr, wurde ich da auseinandergenommen und die haben immer etwas gefunden. Also die finden immer etwas. Es endet dann sogar, dass meine Frau dann gesagt hat, ja, aber Sie haben mir doch letztes Jahr gesagt, dass ich das so und so abbuchen darf. Ja, das war letztes Jahr, das gilt heute nicht mehr. Also das war sehr individuell, sehr in der Schweiz sowieso dann noch lokal abhängig. Aber seit wir eine Aktiengesellschaft haben, ist das Ganze viel unverkrampfter geworden und viel strukturierter meiner Meinung nach, weil du dann auch als kleine Aktiengesellschaft genau gleich behandelt wirst wie eine große Aktiengesellschaft. mhm. Einzelunternehmer sind immer die kleinen. Und so, mein Gefühl war, dass man auf den Kleinen einfacher rumtrampeln kann und die besser ausnehmen kann als die größeren Fische. Und du bist nicht ein großer Fisch mit einer Aktiengesellschaft als Praxis, aber du gehörst rechtlich gesehen auch zu den großen Fischen. Und das Ja. ist ein Unterschied, den wir in der Schweiz jetzt, ich rede jetzt von Schweizer Verhältnissen, sicher ein Thema ist. Ich sage immer jedem Kollegen oder jeder Kollegin, also ich würde eine Aktiengesellschaft gleich von Anfang an machen, um da klare Strukturen zu schaffen, geben dir auch für die Zukunft mehr Optionen, gerade wenn du dann ein bisschen älter bist, auch die Übergabe einer Praxis etc. 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 Also viele Dinge, die man noch auch extensiv diskutieren könnte. Ja, verstehe. Hm. Ja. Ja, also kommen wir zurück zu den Zahlen.
Also es gibt grundlegende Zahlen, die man kennen muss. Man muss wissen, was sind meine Ausgaben, man muss wissen, was sind meine Personalausgaben, man muss wissen, was ist mein Fremdlabor- und Eigenlaboranteil, was ist meine Gesamteinnahmen, was ist mein Honorarumsatz, was ist mein Honorarstundensatz, was ist mein Kostenstundensatz, zwei getrennte Dinge. Und dann, ja, und was ist mein Gewinn auch letztes Jahr und dieses Jahr, wo stehe ich da einfach? Solche Sachen sollte jeder kennen. Dann gibt es natürlich, stell dir vor, ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel schon gemacht habe, aber du steigst in ein Auto ein und du musst 100 Kilometer fahren und die Tankanzeige ist kaputt und die Tachoanzeige auch. Ja, das heißt, du weißt nicht, wie viel Benzin ist in deinem Tank und weißt auch nicht, wie schnell du fährst. So, hast du so für ein Gefühl, wenn du in so ein Auto einsteigst? Weißt du, das ist russisch Roulette. Du weißt überhaupt nicht, ob das gut gehen wird oder nicht. Vielleicht stehst du da ganz doof auf der Autobahn irgendwann, weil es ist nichts mehr da. Oder es fährst zu schnell und dann wirst du geblitzt, was auch immer, ja. Und das ist ein ungutes Gefühl. Und interessanterweise, viele Zahnärzte und Zahnärztinnen haben einfach so wenig Einblick oder Einsicht über ihre Zahlen, aber das stört sie nicht. Die machen Management nach Kontostand. Ja, die gucken, naja, solange Geld auf dem Konto ist alles gut. Nur das Problem ist, dass ein Großteil des Geldes, was auf dem Konto ist, hat nichts mit dir zu tun. Das gehört dir nicht. Manches davon ist die Steuer, manches davon ist die Tilgung von deinen Finanzierungen und so weiter. Also das heißt, am Ende du kannst nicht nach Kontostand managen. Das ist eine komplett falsche Sicht der Dinge. Und du brauchst einfach wissen, wo du stehst. Und da gibt es noch einen Spruch, und das ist ein Naturgesetz, was ich mir gerne mal nochmal sagen möchte. Das ist Control equals Income. Kontrolle ist gleich Einnahmen. Das heißt, du wirst so viel Geld machen können mit deiner Praxis und deinem Unternehmen, wie du das unter Kontrolle hast. Ja, so wie du das lenkst, so wie du weißt, wo du stehst, so wirst du auch erfolgreich sein. Es ist direkt verknüpft. Leute, die einfach sich schwer tun, die im Hamsterrad sind, die zu wenig einnehmen, ich sage dir eins, die haben keine Kontrolle über ihre Zahlen, die haben keine Kontrolle über ihre Prozesse. Und das ist der Grund, warum der Zustand so ist, wie es ist. Weil sonst hätten sie ja längst gemerkt, dass sie eigentlich, obwohl 200.000 als Gewinn auf dem Papier steht, dass ihnen nur dadurch 2.000 € netto zur Verfügung steht jeden Monat, dass es absolut nicht ausreicht und dass sie ihre Preise drastisch erhöhen müssen, damit sie am Ende doch normal leben können. Ja? Und das heißt, du musst deine Zahlen kennen und da gibt es einige Statistiken, die absolut ausschlaggebend sind. Natürlich die Umsatzstatistiken, du solltest wissen, jeden Tag, wie viel habe ich heute gemacht. Auch im Kopf hast du noch die von den vorigen Tagen und von demselben Tag die Wochen davor. Und auch dann dasselbe für die Woche und verglichen mit der Woche davor, verglichen mit derselben Woche vom Monat davor und so weiter. Und dann dasselbe für den Monat. Wie viel habe ich diesen Monat gemacht? Wie viel habe ich im Vormonat gemacht? Wie viel habe ich ein Jahr zuvor im selben Monat gemacht? Das sind so ganz grundlegende Sachen, die du im Kopf haben solltest, die ganze Zeit. Weil das hilft dir zu reagieren und die richtige Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es also einen Umsatz, gibt dir eine Info über das, was gelaufen ist. Und die meisten wissen das nicht wirklich. Und das ist schon mal sehr gut, wenn du das kannst. Aber es gibt Statistiken, die geben dir sogar eine Voraussicht über das, was mit deiner Praxis passieren wird in den nächsten 4, 8 oder 12 Wochen. Und die haben allein aus dem Grund noch mehr Wichtigkeit sogar manchmal als Umsatz. Ja? Eine Sache diesbezüglich ist Neupatienten, Anzahl Neupatienten in der Praxis, weil oft ist es so, wenn du ein fitter Zahnarzt bist, dann jeder Patient, der reinkommt, wird erstmal voll saniert und danach landet er in die Prophylaxe und das war es dann gewesen. Ja? Daher, das meiste Umsatz müsstest du eigentlich aus Neupatienten machen. Viele Zahnärzte, die einen riesen Patientenstamm haben, die sagen, ich will keinen Neupatienten. Das ist wie ein Fuß in den Sarg tun, weil dann beschäftigst du dich nur noch mit Patienten, die zum Beispiel nur zur Kontrolle kommen. Wenn du das, Außer du hast eine Strategie, ja die auch genau, die mein alter Zahnarzt auch hatte. Ich sag's mal so, seine Qualität war nicht jetzt auf Top-Niveau. Die ja, Füllungen sind regelmäßig wieder rausgefallen, aber er hatte einen so guten kommunikativen Skill, also er war so gut im Umgang mit seinen Patienten, dass die Patienten immer gesagt haben, wenn eine Füllung rausgefallen ist, Herr Doktor, ich weiß, ich bin schuld.
Und dann hat er die Füllung nochmal gemacht und hat dann sie aber auch nochmal verrechnet. Und dann kannst du natürlich auch mit einer kleineren oder mit einer gewissen Anzahl an Patienten sehr gut leben. Natürlich sollte das Ziel sollte nicht das sein, dass du quasi ständig quasi deine Arbeiten neu machst. Das war ja etwas, was dann in den 70er und 80er Jahren den Zahnärzten in Deutschland ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil sie Wahnsinn. haben es übertrieben, dass sie dann jedes Jahr Kronen ausgewechselt haben. Nur vielleicht nicht mal, weil sie nicht gut waren, sondern ja, die Patientin hat gesagt, ja, ich möchte ein bisschen weißere Zähne. Ja, okay, dann machen wir es nochmal. Die Kasse bezahlt es ja eh. Also Ja. da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Dingen. Aber grundsätzlich bin ich da ganz auf deiner Seite. Je, je, je qualitativ hochwertiger du arbeitest, umso mehr Patienten brauchst du, weil ich sehe das auch bei uns in der Praxis. Die DH ist fast ein Jahr ausgebucht. Ja, Also genau. quasi Ja. die Unterhaltsarbeiten, die laufen. Aber und neue Patienten müssen dann auch wieder generiert werden, auf jeden Fall. Also, aber das ist ein Thema, das geht dann ins Marketing, das sind dann andere Dinge, die habe ich auch mit dem Klaus ein bisschen schon diskutiert. Ja, 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 genau, ja, ich habe es gehört, das fand ich cool, ja. Auch Grüße an den Klaus zurück, Ja, ja. ja, ja, ja. Nein, nein, weil ihr seid da eigentlich eine gute Ergänzung Ja, ja, in verschiedenen Bereichen. Ich sehe, dass du da in den Finanzen sehr fit bist. ja. Klaus ist meiner Meinung nach eher ein bisschen der Marketing-Guy, der da in diese Richtung ein bisschen pusht. Es gibt Grundregeln, wie man eine Praxis coachen muss, ganz klar. Aber ich sehe schon bei dir einen Fokus, der oft unterschätzt wird. Und das ist wirklich das Thema Geld. Über Geld redet man nicht gerne. Aber du hast da völlig recht, über Geld muss man reden. Ja, und weißt du, das war wirklich nicht so mein Hauptfokus, aber das wird immer mehr interessanterweise. Und nicht, weil ich es liebe, sondern weil meine Kunden das brauchen. Weil ich merke, das ist das, was fehlt. Ja. Und ich bin kein Steuerberater, habe hab wirklich nie gedacht, dass ich in dem Bereich, ehrlich gesagt, beraten würde. Aber es hat sich dann ergeben am Ende, weil da kein Schwein was verstanden hat, dann musste ich mal verstehen, was bei meinen Kunden passiert, um es ihnen erklären zu können. Und dann irgendwann, also wenn du es einfach dreimal am Tag machst mit einem neuen Kunden, dann irgendwann hast du es drauf. Ja, und ich habe vor kurzem noch habe ich mit einem super Partner in Crime von mir der Holger Nentwich, der hat auch so einen Podcast zum Thema Finanzen und auch Erfolg für Zahnärzte. Und wir machen zusammen ein Webinar über die Berechnung von deinem Wunschhonorarstundensatz und entsprechende Erhöhung deiner Preise. Und da haben wir noch wirklich wieder was entwickelt, wo man ganz genau sieht, den Unterschied zwischen, was ist es als Geschäft, wie du arbeitest, und was ist es als angestellter Zahnarzt, wie du arbeitest. Und dass man vergleichen kann, guck mal, das ist der Unterschied zwischen dem, was du verdienst, offiziell auf dem Papier als Gewinn vor Steuer, und das ist, was übrig bleibt. Und das ist beim Angestellten. Und so wird's, und dass man den Unterschied sieht, wie sich das entwickelt. Das gab es noch nie, dieses Tool. Das ist das erste Mal, dass es da ist. Aber das ist wichtig zum Verdeutlichung, zu veranschaulichen. Ja. Ähm, ja, und das heißt, wir sind permanent am Weiterentwickeln, weil wir sehen, okay, du musst noch mehr in die Einfachheit gehen, weil es ist immer noch zu undurchsichtig. Ja. Aber um zurück zum Thema zu kommen, Neupatienten, also erstmal die Anzahl allgemein insgesamt von Neupatienten und wie sich das entwickelt vor allem, weil eine Statistik ist ja ein Steuerungstool, der dir hilft zu wissen, wo du stehst. Und das heißt, eine Zahl allein bedeutet nie was. Wenn ich die frage, wie viel Umsatz machst du? Und du sagst mir 1 Million, das sage ich gut. Und ein anderer sagt mir 500.000, das sage ich gut. Ein anderer sagt mir 1,5 Millionen, das sage ich gut. Und dann sage ich, ja, aber wie viel Gewinn machst du daraus? Und dann einer sagt, ja, ich mache mit meinen 500.000, ich hatte mal einmal mit einer Einzelkämpferin gearbeitet, die hat nicht mal einen einzigen Mitarbeiter. Und die hat 300.000 gemacht, aber dafür 75% Gewinn. Das heißt, die hat eigentlich mehr verdient als die großen Praxen. Ja, logisch. Ja, Ja, aber das ist sowieso, das ist ein Thema, über das müssen wir dann schon auch noch ja, in einer weiteren Episode reden. Ähm, Wie groß soll der ganze ja, Apparat aufgeblasen sein? Also gut, ja, die Staaten machen es uns ja vor. Die Beamtenapparate werden immer größer, die Kosten steigen ins Unendliche, aber die haben ja, gegenüber uns einen großen Vorteil, die dürfen einfach Schulden machen. ja, Und wenn du als Praxis jetzt kommst und sagst,
Ja, ich hätte noch gerne noch 3 oder 4 Helferinnen. Also eine brauche ich zum Kaffee machen und 2 hätte ich noch gerne, um mir die Füße zu massieren. Und dann hätte ich noch gerne 2 Empfangsdamen mehr und möchte noch das und das anbieten. Dann sagst du, ja, kommt die Bank, würde dann sagen, ja, Herr de Vigus, träumen Sie weiter. Also für das kriegen Sie keinen Kredit, für das kriegen Sie kein Geld vorgeschossen. Und die Staaten, unsere Regierungen, die machen das einfach, was natürlich kein gutes Vorbild auch für uns als Unternehmer ist. Genau, also ja, genau. Und im Grunde, also eine Statistik, wie gesagt, eine Zahl allein bedeutet nichts. Was bedeutet es, verglichen mit anderen Zahlen oder dass du das Gesamtbild bekommst. Also zum Beispiel im Umsatz, ein Umsatz allein sagt mir nichts, aber wenn ich sage, okay, du hast jetzt 1,5 gemacht, wie war letztes Jahr? Letztes Jahr hatte ich 1,7, da sage ich, oh, scheiße. Ja, oder sagst du, letztes Jahr hatte ich 1,3, da sage ich, gut. Ja, das heißt, was wichtig ist, ist die Entwicklung. Ja, und dann auch noch, was wichtig ist, ist das Verhältnis zum Beispiel, wenn du mir sagst, ich habe so und so viel Umsatz, sag ich, okay, aber wie viel Gewinn davon? Also ja, ich habe 11%, sag, oh, wenig. Oder sage ich, habe 40%. Ich würde tendieren zu sagen, gut, aber ich sage 40%, irgendwas investierst du zu wenig in deinen Betrieb. Weil Standard ist eher 30. Das heißt, wo sind die 10%? Ich wette, du machst zu wenig für ein Thema Marketing, du machst zu wenig zum Thema Fortbildung intern. Also es gibt gewisse Dinge, wo du sparst, wo du nicht sparen solltest, weil langfristig gesehen ist es nicht gut. Weißt du? Das heißt, das nicht als was glänzt, ist super. Ja? Und dann, so, aber zurück zu den Zahlen, die wirklich wichtig sind. Das heißt, du willst auch deine Patientenzahlen, deine Neupatientenzahlen immer wieder vergleichen. Das heißt, okay, wie viele Neupatienten hast du diese Woche? Ja, ich habe 20, genau. Und wie viele hast du normalerweise? Normalerweise habe ich 10. Das ist gut, das war eine gute Woche. Und dann sage ich so, normalerweise habe ich 30. Das war eine schlechte Woche. Ja, und dann, das heißt, du guckst immer, wie entwickelt sich das? Und wenn es nach oben geht, das ist gut. Wenn es nach unten geht, ist es ein Problem. So. Und jetzt kommt aber die ersten 2 Gesetze des Managements anhand von Zahlen. Das heißt, wie nutzt du Zahlen, um zu entscheiden? Ja? Und das sind da die 2 Bereiche, wo die meisten Fehler gemacht werden. Das heißt, es gibt im Grunde 2 Dinge, die du tun kannst anhand von Zahlen, wenn du managst. Ja? Du kannst Dinge verändern oder du kannst Dinge gleich lassen. So, jetzt schauen wir uns an, was machen die meisten Menschen. Wenn deine Statistiken nach oben gehen, was wird meistens gemacht? Nichts. Nee, oft verändert. Das ist genau der Moment, wo du sagst, jetzt mache ich alles anders und ich kaufe mir neue Dinge und ich mache langfristige Verpflichtungen und dies und das, alles neu, was weiß ich, ja. Und das wird krachen, richtig massiv. Oder wenn die Zahlen nach unten gehen. Ich habe so viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, ja, seit wann ist dir eigentlich bekannt, dass du das Problem hast oder dass du zu wenig neue Patienten hast oder dass dein Umsatz nach unten geht? Ich sage, ja, seit 8 Monaten. Ich sage, wieso kommst du jetzt zu mir? Also, das heißt, das Haus brennt, aber keiner merkt. Keiner verhält sich so, wie wenn das Haus brennt. Du verhältst dich so immer noch, als ob alles wunderbar wäre. Aber die Küche ist schon weg. Weißt du? So. Und das ist oft so. Das heißt, wenn die Statistik nach unten geht, Managementgesetz Nummer 1, du musst was verändern. Und zwar sofort. Nicht 6 Monate warten und hoffen, dass es wieder von selbst besser wird. Nein, du musst jetzt gucken, wo kommt das her? Was hat es verursacht? Und was kann ich in meinem kleinen Rahmen machen, um das zu ändern? Und wenn es nach oben geht, dann musst du gucken, was hat es bewirkt, dass es nach oben ging? Und du musst es verstärken. Oder auf jeden Fall nicht ändern. Nicht was dazu bringen. Das ist nicht der Moment. Ja, das sind so basic Gesetze des Managements. Wie viele haben das drauf? Und die größten Unternehmen haben es nicht drauf. Du siehst sowas wie eine Bank of America, die haben die ganze Zeit darauf verstoßen. Oder warum Anderson Consulting existiert nicht mehr und jetzt ist es Accenture. Genau aus dem Grund. Sogar die, die es wissen sollten, haben es einfach komplett umgekehrt gemacht. Ja, weil ich hatte dann eine gute Diskussion mit einem Patienten zu dem Thema. Dann hat er gesagt, ja, was ist ein guter CEO? Ein guter CEO kommt in eine Firma und beobachtet mal zuerst. Ja, wenn sie gut war. Er versucht nicht gleich alles auf den Kopf zu stellen, so nach dem Motto, neue Besen kehren gut und jetzt müssen wir alles verändern und alles neu machen und die Hälfte rausschmeißen, weil dann sind die Shareholder zufrieden, weil ich die Kosten gesenkt habe und. Und dann fährt er den Konzern an die Wand. Ja, Also die Situation analysieren, beobachten ist meiner Meinung nach sicher eine wichtige Geschichte in diesem Kontext.
Ganz genau. Ich meine, das Schönste, was dir passieren kann, ist, du kommst als CEO in einen Konzern rein, super läuft. Ey, es ist super. Was ist dein Job? Nichts tun. Einfach beobachten. Also, du setzt dich da in die Stiefel vom Vorgänger und alles, was er unterschrieben hätte, unterschreibst du. Alles, was er nicht unterschrieben hätte, unterschreibst du nicht. Du musst nicht mal denken. Du machst genau das, wie er das gemacht hat, weil er war erfolgreich. So, mit der Zeit kapierst du, wie es läuft und so. Und irgendwann nach einem Jahr oder so kannst du anfangen, ein paar Impulse reinzubringen. Aber als erstes dein Job, wenn du in ein gesundes, erfolgreiches Unternehmen reinkommst, wäre einfach ja nichts zu verändern. Weißt du? Ja, wird oft anders gemacht. Perfekt. Also das war ein super Abschluss für heute. Ich freue mich schon nächstes Mal reden wir über einen Bereich der Praxis und auch der Praxiskosten, das Thema Material. Da werden wir noch den Christian Pillich dazu einladen. Dann sind wir zu dritt. Mal eine andere Geschichte. Wir können ja auch gerne mal dann ein Interview machen, wo wir mehr Leute sind. Eben, du hast ja gesagt, du kennst ein paar Ja, ja. interessante Leute, dass wir vielleicht auch mal uns in einem größeren Rahmen treffen und ein paar Punkte miteinander diskutieren, weil ich finde es immer spannend. Es gibt nicht eine Sichtweise auf ein Thema. Es sind immer verschiedene Sichtweisen, die dann zu einem besseren Ergebnis führen, zwangsläufig. Ich vergleiche das auch immer, wenn ich am Patient sitze und einen Zahn präparieren muss, dann ist es wichtig, dass du dich um den Patienten herum bewegst und schaust, steht der Zahn wirklich gerade? Weil wenn du ihn nur von einer Seite anschaust, dann hast du das Gefühl, er steht gerade, aber er zeigt zu dir. Das ist Mhm. immer Entschuldigung, das ist der Blickwinkel, der dann Sachen auch verzerren kann. Und das geht, ich sag's mal, vom praktischen Arbeiten über Management, über alles das, was wir jetzt darüber diskutiert haben, ist Ja, schon einmal einen anderen Blickwinkel reinzubringen, ist eine interessante Geschichte. Und das sehe ich auch deine Aufgabe als Coach, mhm. ist mal zu sagen, Stopp. Und jetzt treten wir mal einen Schritt zurück, gehen mal Ja, raus aus dem Ganzen und schauen mal auf dein Projekt Zahnarztpraxis. Was ist gut, was können wir ändern? Und das finde ich wirklich eine gute Geschichte, dass es Leute wie dich gibt, die uns da unterstützen können, danke. unsere Ja, Arbeit zu optimieren und uns auch mehr auf unsere Arbeit schlussendlich konzentrieren zu können. ja, Also das nochmal herzlichen Dank, Dominik, für deine Insights, für deine Inspiration. Weil es ist ja das, man muss ja dann Ideen, die man bekommt, am Schluss auch umsetzen. Es gibt doch ganz viele Leute, das sind wie die guten Vorsätze, bald ist jetzt 2025. Ein Haufen Leute machen dann ihre Vorsätze, möchten ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen gesünder leben, eben besser, mehr Geld verdienen, mehr Ferien machen, mehr das, mehr das, mehr das. Und dann, ich sage immer, gute Vorsätze sollte man sich ständig machen und nicht nur einmal im Jahr. Das ist wie meine Mutter, die hat was ganz Gutes gesagt. Sie findet den Muttertag eigentlich schlecht, weil jeder Tag ist Muttertag. ja, genau. Sehr gut. Ja. Das ist ein super Abschluss. Also, ich wünsche dir, Dominik, ein paar erholsame Tage über die Festtage. Ich habe gehört, du gehst noch ein bisschen weg, dich ein Ja, bisschen genau. erholen, die Batterien neu aufladen und dann freue ich mich schon auf dich äh, im, in alter Frische, dann im neuen Jahr, dass wir unsere spannende Serie weiterführen. Danke vielmals, Dominik, für deine Zeit da draußen. Ich sage immer, wenn ich jetzt sage, bald ist Weihnachten, wenn ihr das dann nächstes Jahr hört, dann ist ja bald auch wieder Weihnachten. Genau, irgendwann. Viele Dinge wiederholen sich ja im Leben und darum sage ich auch solche Serien, die kann man auch mehr als einmal sich anhören, um Inspiration zu finden, um vielleicht einen Input zu geben. Das ist ja die Idee dieser Dental Talks, die wir da machen, dass man die Leute ein bisschen motiviert, auch mal etwas verändern zu wollen. Ja, übrigens auch noch zwei interessante Themen für uns demnächst als Idee dazu. Einmal, ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem Zahnarzt, der es gerade sehr schwer hat. Der rief mich an und sagt, pass auf, Dominik, ich bin zahlungsunfähig. Ich habe 30.000 Euro über den Anschlag. Ich kann nicht mehr zahlen, kann die Gehälter nicht zahlen, kann mein Labor nicht zahlen.
was soll ich jetzt machen? So, und das heißt, auch für solche Fälle gibt es Lösungen. Wir haben dann 2 Stunden am Telefon verbracht gestern und ich habe ihm einfach gesagt, okay, pass auf, willst du es wirklich lösen? Ja, gut, dann gibt es einen Weg und ich werde dir den Weg zeigen. So, und das wäre auch so ein Thema, weil nicht jeder Zahnarzt ist super erfolgreich und manche stehen wirklich kurz vor der Wand. Und für sie kann das sehr, sehr wichtig sein, zu wissen, wie geht man damit um, wenn sowas passiert? Wie ist die Lösung? Wie ist der Weg daraus? Und dann ein ganz anderes Thema. Es ist schade, dass man es nur einmal im Jahr macht, aber ich denke, zumindest einmal im Jahr sollte es gemacht werden, das Thema Ziele setzen und Vorsätze und definieren. Und falls du mal Lust hast, könnte man auch im Januar dieses Thema auch mal eingehen, sagen, okay, wie planst du das kommende Jahr? Wie planst du deinen Erfolg? Was ist dabei wichtig? Worauf solltest du schauen? Also das kann man auch noch machen. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Im Januar haben wir noch ein paar Termine sicher geplant und ein Thema wird sicher sein, was sind unsere Ziele für 2025? Also nochmal herzlichen Dank, Dominik, und ja, ich freue mich schon auf unseren nächsten Talk. Ich mich auch. Mach's gut. Super, danke. Tschüss.